Hallo, willkommen auf unserem Kanal, der dir hilft, die deutsche Sprache durch Podcasts zu lernen. Wenn du neu hier bist, abonniere den Kanal und gib diesem Video ein Like. Wenn es dir am Ende doch nicht gefällt, kannst du jederzeit einen Daumen runter geben. Schreib auch gerne einen Kommentar. Auf diesem Kanal findest du viele hilfreiche Inhalte zum Deutschlernen. Lesen ist eine der effektivsten Methoden, um den Wortschatz zu erweitern. Wenn man regelmäßig liest, begegnet man immer wieder neuen Wörtern und Ausdrücken, und das in einem realen Kontext. Anders als beim Vokabellernen mit einer Liste, lernt man beim Lesen nicht nur die Bedeutung, sondern auch, wie Wörter verwendet werden. Man sieht, wie ein Satz gebaut wird, welche Wörter zusammenpassen und welche Emotionen oder Bedeutungen damit verbunden sind. Das hilft, die Sprache tiefgründiger zu verstehen. Viele Menschen unterschätzen, wie viel man durch Lesen lernen kann. Besonders beim Sprachenlernen denken einige, dass sie zuerst Grammatikregeln lernen müssen, bevor sie überhaupt lesen dürfen. Aber das ist ein Irrtum. Lesen funktioniert auf jedem Niveau. Auch wenn man nur wenig versteht, nimmt man etwas mit. Neue Wörter, Strukturen, den Rhythmus der Sprache. Und je öfter man liest, desto mehr versteht man. Es ist wie beim Sport. Je öfter man trainiert, desto stärker wird man. Wichtig ist, regelmäßig zu lesen. Auch 10 Minuten am Tag können einen großen Unterschied machen. Es muss kein langes Buch sein. Schon ein kurzer Artikel, eine Nachricht oder ein einfacher Dialog bringt viel. Durch die Wiederholung und den Kontakt mit der Sprache prägt sich das Gelernte viel besser ein. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Menschen, die viel lesen, schneller und nachhaltiger lernen als andere. Jetzt stellt sich die Frage, welche Texte sollte man lesen? Wie wählt man die richtigen Texte aus, die zu dem eigenen Niveau passen? Denn wenn der Text zu schwer ist, frustriert es schnell. Wenn er zu leicht ist, lernt man nicht viel. Deshalb ist die Auswahl sehr wichtig. Für Anfänger ist es ideal, mit kurzen, einfachen Texten zu beginnen. Es gibt viele Bücher, die speziell für Deutschlernende geschrieben wurden. Sie sind in verschiedenen Niveaus sortiert. A1, A2, B1 und so weiter. Solche Bücher enthalten oft Erklärungen oder Vokabellisten am Ende des Kapitels. Das hilft, neue Wörter zu verstehen, ohne ständig im Wörterbuch nachschlagen zu müssen. Viele dieser Bücher sind auch als Hörbücher oder mit Audio verfügbar. Das ist besonders gut, weil man gleichzeitig das Hörverstehen übt. Auch kurze Geschichten oder Märchen sind gut geeignet. Sie benutzen oft einfache Sprache, wiederholen bestimmte Strukturen und sind leicht zu verstehen. Außerdem machen sie Spaß. Und wenn Lernen Spaß macht, bleibt man länger dabei. Es ist besser, 10 kurze Geschichten mit Freude zu lesen, als ein schwieriges Buch, das man nie zu Ende liest. Für Lernende auf dem Niveau A2 oder B1 kann man auch beginnen, einfache Nachrichten oder Webseiten zu lesen. Es gibt spezielle Nachrichtenseiten für Deutschlernende, zum Beispiel Nachrichten leicht oder Logo. Dort werden aktuelle Themen in einfacher Sprache erklärt. Man bleibt informiert und lernt gleichzeitig. Auch Comics oder illustrierte Bücher sind nützlich. Die Bilder helfen, den Inhalt besser zu verstehen, und das Lesen fühlt sich nicht so anstrengend an. Für viele ist das ein motivierender Einstieg. Besonders wenn man visuell lernt, ist das ein großer Vorteil. Wichtig ist, dass der Text interessant ist. Wenn dich das Thema nicht interessiert, wirst du nicht dranbleiben. Es ist besser, einen einfachen Text zu einem spannenden Thema zu lesen, als einen schweren Text, der dich langweilt. Die Motivation spielt eine große Rolle beim Lernen. Eine weitere Möglichkeit ist, Texte zu wählen, die man schon in der eigenen Sprache kennt. Zum Beispiel ein Lieblingsbuch oder eine Geschichte, die man schon kennt. So weiß man schon, worum es geht und kann sich besser auf die Sprache konzentrieren. Man vergleicht automatisch, wie wird das im Deutschen gesagt? Welche Wörter benutzt man? Auch Liedtexte, einfache Blogartikel oder Forenbeiträge können helfen. Viele Inhalte im Internet sind kostenlos und sofort verfügbar. Man muss nicht immer ein Buch kaufen. Besonders beim Einstieg ist es eine gute Option. Es geht also nicht nur darum, was man liest, sondern auch darum, wie man liest. Aber darüber sprechen wir gleich. Wenn man einen passenden Text gefunden hat, stellt sich die Frage, wie arbeitet man damit am besten? Es reicht nicht, den Text einfach nur einmal zu lesen und weiterzugehen. Um wirklich neue Wörter zu lernen, sollte man gezielt mit dem Text arbeiten. Eine gute Methode ist, beim ersten Lesen den allgemeinen Inhalt zu verstehen. Man liest also den ganzen Text, ohne anzuhalten, auch wenn man nicht jedes Wort kennt.
Ziel ist es, die Hauptidee zu erkennen. Beim zweiten Lesen kann man dann genauer hinschauen. Jetzt achtet man auf unbekannte Wörter. Aber statt sofort ins Wörterbuch zu schauen, versucht man das Wort aus dem Kontext zu verstehen. Das bedeutet, man schaut, was davor und danach steht. Gibt es ein Bild oder eine Situation, die das Wort erklärt? Passt es zu einem Verb oder Adjektiv, das man kennt? Oft kann man so die Bedeutung erraten, ohne Hilfe. Diese Art des Raten durch Kontext ist sehr wichtig. Sie hilft nicht nur beim Sprachenlernen, sondern auch beim Denken in der Fremdsprache. Man trainiert das Gehirn, Verbindungen zu machen. Und selbst wenn man falsch liegt, bleibt das Wort im Kopf, weil man aktiv darüber nachgedacht hat. Erst danach sollte man ein Wörterbuch benutzen, aber nicht bei jedem Wort. Nur bei den Wörtern, die wirklich wichtig erscheinen oder sehr oft im Text vorkommen. Es ist nicht nötig, jedes einzelne Wort zu verstehen. Sprache funktioniert oft über das große Ganze, nicht über jedes Detail. Ein guter Tipp ist, ein kleines Notizbuch oder eine App zu nutzen, um neue Wörter aufzuschreiben. Am besten schreibt man das neue Wort mit einem Beispielsatz auf, so wie es im Text steht. So lernt man nicht nur die Bedeutung, sondern auch, wie man das Wort verwendet. Man kann sich auch eigene Beispielsätze ausdenken, um das Wort besser zu verinnerlichen. Eine andere Strategie ist, Farben oder Markierungen zu nutzen. Zum Beispiel kann man Verben grün markieren, Nomen blau und Adjektive gelb. Das hilft, Wortarten zu unterscheiden und zu erkennen, welche Wörter oft zusammen vorkommen. Manche Lernende arbeiten gerne mit Textmarkern oder digitalen Tools, andere schreiben den Text sogar ab, um die Struktur zu üben. Man kann sich auch Fragen zum Text stellen. Was passiert? Wer spricht? Warum passiert das? Oder was habe ich nicht verstanden? Solche Fragen helfen, aktiver zu lesen. Denn passives Lesen bringt weniger Lernerfolg. Man sollte versuchen, mit dem Text zu arbeiten, nicht nur ihn zu konsumieren. Für Fortgeschrittene ist es auch hilfreich, Synonyme oder verwandte Wörter zu suchen. Wenn im Text zum Beispiel das Wort freuen vorkommt, kann man überlegen, gibt es andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung? Was passt besser in welchem Kontext? So erweitert man seinen Wortschatz nicht nur in die Breite, sondern auch in die Tiefe. Ein weiterer Trick: Wiederholung. Wenn man einen guten Text gefunden hat, lohnt es sich, ihn mehrmals zu lesen, vielleicht mit ein paar Tagen Abstand. Beim zweiten oder dritten Mal versteht man oft viel mehr. Und die Wörter, die einem vorher schwer gefallen sind, kommen einem plötzlich vertraut vor. Auch Lautlesen ist eine gute Strategie. Dabei verbindet man Lesen mit Sprechen, trainiert die Aussprache und merkt sich neue Wörter besser. Wenn man mutig ist, kann man sich sogar dabei aufnehmen und später anhören. So merkt man, welche Wörter schwer auszusprechen sind oder wo man noch unsicher ist. Einige Lernende schreiben kleine Zusammenfassungen vom Text. In einfachen Worten beschreiben sie, was passiert ist oder worum es ging. Das zwingt einen, das Gelernte zu benutzen. Selbst ein kurzer Satz hilft dabei, das neue Wissen zu festigen. Wenn man regelmäßig mit Texten arbeitet und diese Methoden kombiniert, wird das Lernen effizienter. Und jetzt stellt sich die Frage, wie behält man diese neuen Wörter wirklich langfristig? Darauf schauen wir jetzt. Um neue Wörter wirklich im Gedächtnis zu behalten, reicht es nicht, sie einmal zu lesen oder aufzuschreiben. Entscheidend ist die Wiederholung, aber nicht irgendeine, sondern eine gezielte und regelmäßige. Eine effektive Methode ist das sogenannte Spaced Repetition, also das Wiederholen in zeitlich größer werdenden Abständen. Man schaut sich das neue Wort zum Beispiel nach einem Tag, dann nach 3 Tagen, nach einer Woche und so weiter an. Diese Technik hilft dem Gehirn, Informationen langfristig zu speichern. Besonders hilfreich ist es, neue Wörter in verschiedenen Kontexten zu verwenden. Wenn man ein Wort nur isoliert kennt, ist es schwer, es im Alltag anzuwenden. Aber wenn man das Wort in mehreren Situationen gesehen und benutzt hat, wird es zur aktiven Vokabel. Zum Beispiel kann man versuchen, mit dem neuen Wort einen kurzen Dialog zu schreiben oder einen kleinen Text. Noch besser, man verwendet es in einem Gespräch oder beim Schreiben einer Nachricht. Auch Karteikarten sind ein klassisches und sehr nützliches Mittel. Man kann sie analog oder digital verwenden. Auf der einen Seite steht das neue Wort, auf der anderen Seite die Bedeutung oder ein Beispielsatz. Am besten ist es, die Karten regelmäßig durchzugehen. Nicht alle auf einmal, sondern in kleinen Portionen. Dabei ist es wichtig, nicht nur zu lesen, sondern laut zu sprechen oder sich selbst zu testen.
Ein weiterer Tipp ist, neue Wörter mit Bildern oder Emotionen zu verknüpfen. Das Gehirn erinnert sich leichter an Dinge, die eine Bedeutung haben oder mit Gefühlen verbunden sind. Wenn ein neues Wort zum Beispiel mit einer bestimmten Erfahrung oder einem Bild in deinem Kopf verbunden ist, bleibt es länger im Gedächtnis. Manche Lernende zeichnen sogar kleine Symbole neben die Wörter, um sie besser einzuprägen. Wichtig ist auch, eine begrenzte Anzahl an neuen Wörtern pro Woche zu lernen. Zu viele neue Wörter auf einmal überfordern das Gehirn. Lieber 10 Wörter gut kennen, 30 nur oberflächlich. Qualität geht vor Quantität. Und je öfter man ein Wort benutzt, desto sicherer wird man im Umgang damit. Man kann auch sogenannte Wortfamilien bilden. Wenn man zum Beispiel das Wort lesen kennt, kann man die verwandten Wörter Leser, Lesung, Leseratte, Vorlesen dazunehmen. So erweitert man seinen Wortschatz thematisch und erkennt Muster in der Sprache. Das hilft nicht nur beim Sprechen, sondern auch beim Verstehen komplexerer Texte. Für viele Lernende ist es außerdem hilfreich, eine tägliche Vokabelzeit einzuplanen. Das kann nur 10 Minuten am Tag sein, aber regelmäßig. Man kann diese Zeit mit einer festen Routine verbinden, zum Beispiel morgens beim Kaffee oder abends vor dem Schlafengehen. Konstanz ist hier der Schlüssel. Wer gerne kreativ lernt, kann neue Wörter auch singen, rappen oder reimen. Das klingt vielleicht ungewöhnlich, aber Sprache ist auch Rhythmus. Wörter, die man in einer Melodie hört oder selbst rhythmisch spricht, bleiben oft besser im Kopf. Auch das Aufnehmen eigener Sätze oder das Erzählen von kleinen Geschichten mit den neuen Wörtern kann ein effektiver Weg sein, das Gelernte zu festigen. Nicht zuletzt sollte man geduldig mit sich selbst sein. Vokabeln zu lernen ist ein Prozess und jeder Mensch lernt anders. Wichtig ist, verschiedene Methoden auszuprobieren und herauszufinden, was am besten funktioniert. Und jetzt stellt sich die Frage: Warum lohnt es sich überhaupt, regelmäßig mit Texten und Vokabeln zu arbeiten? Darum geht es im nächsten Teil. Regelmäßige Praxis ist der Schlüssel zum erfolgreichen Wortschatzerwerb. Neue Wörter lernt man nicht in einem Moment, sondern durch ständige Wiederholung, Anwendung und Kontakt mit der Sprache. Lesen allein reicht nicht. Man muss sich mit den Wörtern beschäftigen, sie verwenden, sie hören, sie schreiben und über sie sprechen. So werden passive Kenntnisse aktiv und man fühlt sich mit der Sprache wohler. Es ist wie beim Sport. Einmal trainieren bringt kaum etwas. Aber wer regelmäßig übt, wird stärker, schneller und sicherer. Genauso funktioniert es auch beim Lernen von Vokabeln. Wenn man sich jeden Tag ein paar Minuten Zeit nimmt, um mit der Sprache zu arbeiten, merkt man nach und nach große Fortschritte. Die Wörter, die zuerst fremd und kompliziert wirkten, werden zu vertrauten Begleitern im Alltag. Dabei geht es nicht darum, perfekt zu sein. Es ist ganz normal, Fehler zu machen oder ein Wort zu vergessen. Viel wichtiger ist die Kontinuität. Wer regelmäßig liest, hört, spricht und schreibt, erweitert nicht nur seinen Wortschatz, sondern auch sein Selbstvertrauen. Und je sicherer man sich mit der Sprache fühlt, desto mehr Freude macht das Lernen. Ein weiterer Vorteil der regelmäßigen Praxis ist, dass man die Sprache natürlicher und intuitiver wahrnimmt. Man beginnt, Muster zu erkennen, typische Ausdrücke zu verstehen und Wörter im richtigen Kontext zu verwenden. Das verbessert nicht nur das Sprechen, sondern auch das Verstehen, ob beim Lesen, beim Hören oder im Gespräch. Wichtig ist auch, dass man sich nicht unter Druck setzt. Es ist kein Wettbewerb. Jeder lernt in seinem eigenen Tempo. Entscheidend ist, dran zu bleiben und die Sprache in den Alltag zu integrieren. Ein kleines bisschen jeden Tag ist besser als einmal pro Woche 3 Stunden. Es sind die kleinen Schritte, die langfristig den Unterschied machen. Wenn du also deinen Wortschatz wirklich verbessern willst, fang heute an. Such dir einen kurzen Text, ein neues Wort oder einen Satz, den du magst. Arbeite damit. Schreib ihn auf. Sag ihn laut. Versuch ihn in deinem Alltag zu verwenden. Und mach es morgen wieder. Und übermorgen. Und nächste Woche. So entsteht ein natürliches und starkes Fundament in der Sprache. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal. So verpasst du keine neuen Folgen mehr. Schreib uns in die Kommentare, welche Themen du dir für zukünftige Podcasts wünschst. Und wenn du magst, gib dem Video einen Daumen hoch. Das hilft uns sehr weiter. Wir freuen uns, dich bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.